Am Rande des Sherwood Forest in der Nähe der Stadt Edwinstowe in Nottinghamshire, England, lebt ein einsamer Scharlachfuchs. Der Fuchs verließ das Rudel in jungem Alter und fand seine Gefährten im Dschungel nie wieder. Jeden Morgen steckt es seinen Kopf aus dem warmen Bau unter der alten Eiche und atmet die frische Luft ein. Jeder leise Schritt wirbelte die verrotteten, noch mit Tau bedeckten Blätter auf, deren Echo durch den stillen Wald hallte. Das Sonnenlicht des frühen Morgens fiel durch die Blätter und erzeugte schimmernde Lichtstreifen auf dem grünen Moos. Der Fuchs neigte leicht den Kopf und lauschte dem Zwitschern der Spatzen und dem Wind, der durch die weichen Blätter wehte. Morgens jagt er Feldmäuse und Eichhörnchen und setzt dabei geschickt seine scharfen Krallen zum Fangen der Beute ein. Nach dem Essen suchte es sich einen Platz zum Ausruhen im Schatten eines dichten Baumes, schloss die Augen und entspannte sich eine Weile. Mittags verleiht das grelle Sonnenlicht, das durch die Blätter scheint, der Waldszenerie einen noch magischeren Charakter. Der Fuchs ging gemächlich am Waldrand entlang und roch den Duft von Kräutern und feuchter Erde, die noch feucht vom Tau war. Der Nachmittag brach herein, die Schatten der Bäume zogen sich über den Blätterteppich, der Fuchs kehrte gemächlich in seine alte Höhle zurück. Nachts ist es im Sherwood Forest völlig still, abgesehen vom Rufen der Eulen und dem Rascheln der Blätter. An einem ungewöhnlich klaren Morgen hatte der Fuchs eine Vorahnung, dass etwas Seltsames passieren würde. Es erkundete die Spur und trat leise in die Büsche, wo das Licht flackerte. Zwischen den Büschen entdeckte es einen Bienenstock, der von einem hohen Ast hing. Der Bienenstock mit seiner goldenen Honigkammer erregte die neugierigen Blicke des Fuchses. Die Neugier trieb ihn dazu, näher heranzugehen und die komplexe Architektur des Bienenstocks zu betrachten. Der Fuchs hob seine Vorderpfote und tätschelte das Nest. Das Geräusch hallte leise durch den Wald. Ein paar neugierige Bienen flogen heraus und schwebten wie ein Tanzchor um den Bienenstock. Der Fuchs war aufgeregt, verstärkte die Kraft seiner Schläge und schüttelte den kostbaren Bienenstock. Der Bienenstock wurde heftig bebt und Hunderte von Bienen summten wild um seinen Kopf. Der Fuchs führte freudig einen letzten heftigen Schlag aus, der den Bienenstock in Stücke brechen ließ. Das Nest zerbrach, der Honig floss in einem goldenen Strom und bedeckte den nassen Blätterteppich. Es tauchte hinab, um jeden Tropfen süßen Nektars aufzulecken, den es noch nie zuvor gekannt hatte. Doch der wütende Bienenschwarm griff an, die Stiche waren tief und schmerzhaft. Der Fuchs rannte panisch davon, humpelte und hinterließ leuchtend rote Blutflecken auf den Blättern. Ein schmerzerfülltes Stöhnen hallte durch den stillen Sherwood Forest. Als er weglief, sah er plötzlich eine flache Pfütze, in der sich das helle Sonnenlicht spiegelte. Hoffnung kam auf, sie schwang sich und tauchte in den kühlen, klaren See. Unter Wasser glaubte es, in Sicherheit zu sein, doch die Bienen verfolgten es und griffen an. Der Fuchs versuchte, tief zu tauchen und an die Wasseroberfläche aufzusteigen, um die aggressiven Bienen zu verscheuchen. Die Schmerzen waren so stark, dass er fast erschöpft war, jeder Atemzug war schnell und mühsam. Gerade als Leben und Tod zum Stillstand gekommen waren, ertönte deutlich das Rascheln von Blättern am Seeufer. Eine Gestalt stürzte herunter und trat heftig auf die Wasseroberfläche, was ein Platschen verursachte. Der Mann hieß Samuel Carter und war ein Bauer, der viele Jahre in der Nähe des Sherwood Forest gelebt hatte. Jeden Tag kümmert er sich um diesen Obstgarten am Waldrand, der reich an Früchten ist. Als er den kläglichen Schrei hörte, ließ er sein Werkzeug liegen und rannte schnell zur Pfütze. In seiner Hand hielt er nur einen kleinen abgebrochenen Ast, den er im Vorbeigehen vom Boden aufgehoben hatte. Ohne zu zögern tauchte er ins Wasser, den Blick konzentriert und die Situation aufmerksam beobachtend. Er wedelte mit einem hohen Ast und schlug nach dem Bienenschwarm, der den armen Fuchs umringte. Das Geräusch des auf den See aufschlagenden Baumes hallte laut wieder und veranlasste den chaotischen Bienenschwarm, sich vorübergehend zurückzuziehen. Samuel schwang seinen Ast weiterhin kräftig und verjagte die Bienenschwärme. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, doch in seinen Augen strahlte noch immer unerschütterliche Entschlossenheit. Er packte den Ast fest und setzte seine Kraft geschickt ein, um den Fuchs nicht noch weiter zu verletzen. Bienenschwärme verfingen sich in den Zweigen, lösten sich dann auf und flüchteten vom Seeufer.
Der Fuchs zitterte und hielt den Atem an, als er Samuel inmitten der zerbrochenen Bienen und des Chaos ansah. Samuel näherte sich, bückte sich und schob einen Ast unter den Fuchs, um ihm ans Ufer zu helfen. Er benutzte den Ast als Stütze und half dem Fuchs, sich daran festzuhalten und sicher ans Ufer zu klettern. Als der Fuchs das Ufer erreichte, fing er ihn schnell auf und verhinderte, dass er wieder herunterfiel. Er legte seinen Arm um den Hals des Fuchses und führte ihn zum trockenen und sicheren Gras. Der Fuchs zitterte, Wasser und Blut befleckten sein Fell, doch sein Blick wurde allmählich ruhig. Samuel setzte den Fuchs ins weiche Gras und beobachtete den Stich und den Schmerz. Mit der Hand wischte er Schlamm und Blut weg und beruhigte so sanft die blutende Wunde. Der Fuchs miaute leise, sein Schwanz zitterte und zeigte die Panik in seinen Augen. Samuel flüsterte leise und tröstete es mit einer warmen und sanften Stimme. Er untersuchte den Bienenstich sorgfältig und verband die Wunde mit einem sauberen Wollhemd. Die Sonne scheint durch die Baumkronen und erzeugt einen sanften Lichtstrahl, der die Haut wärmt. Der Fuchs keuchte, die Augen waren vor lauter aufmerksamer Fürsorge halb geschlossen. Um den schmerzhaften Druck zu lindern, legte Samuel eine Handvoll weiches Heu unter den Körper des Fuchses. Er nahm ein kleines Handtuch, um den Honig von der Haut zu wischen. Anschließend spülte er die Wunde mit kaltem Wasser ab, was die Schmerzen deutlich linderte. Als Tribut an diese mutige Tat zwitscherten am Nachmittag die Vögel. Der Fuchs hob langsam seinen Kopf und seine funkelnden Augen drückten tiefe Dankbarkeit aus. Samuel lächelte, beugte sich hinunter und tätschelte den zitternden Fuchs, um ihn zu trösten. Er setzte sich daneben und sprach leise, damit es sich nicht allein fühlte. Als der Schmerz nachließ, nickte der Fuchs leicht und schien seine Gefühle zu verstehen. Nachts war es still im Sherwood Forest, der Wind wehte durch die einsamen Blätter. Der Fuchs ging langsam zurück zu seiner alten Höhle, sein Herz war plötzlich wärmer als je zuvor. Es rollte sich gegen die Höhlenwand und verfehlte Samuel Carters warme Hand. Am nächsten Morgen kroch die helle Morgendämmerung in die Höhle und weckte den Fuchs voller Hoffnung. Samuel wachte in einem kleinen Holzhaus neben dem Obstgarten auf und genoss eine Tasse warmen Tee. Plötzlich ertönte vor der Tür ein leiser Schrei, der ihn dazu brachte, seine Teetasse abzustellen und schnell die Tür zu öffnen. Auf der Veranda stand der leuchtend rote Fuchs ruhig und das Morgensonnenlicht ließ sein Fell glänzen. Samuel erkannte, dass der kleine Freund zurückgekehrt war, um seine Freundlichkeit zu erwidern, und außer Gefahr war. Er stellte das frische Essen auf die Veranda, eine aufmerksame Geste, die zeigte, wie herzlich er war. Der Fuchs senkte den Kopf, um das letzte Nacht erlegte Fleisch und das frische Gartengemüse zu genießen. Samuel saß da und beobachtete sie aufmerksam, seine Augen waren voller Zuneigung und tiefem Stolz. Von da an kam der Fuchs jeden Morgen pünktlich, um sein Futter abzuholen. Samuel musste nur das Tablett vor die Tür stellen und mit der Hand winken, und schon erschien es friedlich. Die Freundschaft zwischen Mensch und Fuchs wird allmählich enger und die harten natürlichen Grenzen verschwimmen. Jeden Nachmittag saßen die beiden am See und beobachteten still das ruhige, friedliche Wasser. Im Frühling stehen die Blumen in voller Blüte und Samuels Garten ist voller süßer, saftiger Früchte. Der Fuchs folgte ihm oft zur Ernte und genoss den Duft süßer Früchte und duftender Blumen. Im Sommer unterhielten sie sich schweigend im Schatten der Eichen mit tiefem Blick. Im Herbst bedeckten die gefallenen gelben Blätter den Weg, sie gingen gemeinsam unter den gefallenen Blättern. Im Winter war alles mit Schnee bedeckt, und Samuel breitete für den Fuchs ein warmes Heubett unter der Veranda aus. Der Fuchs rollte sich in eine dünne Decke ein und fühlte sich in der Wärme seiner Familie vollkommen geborgen. Sherwood Forest, einst ein einsamer Ort, ist heute ein warmes und liebevolles Zuhause. Die Geschichte von Samuel und dem scharlachroten Fuchs ist für immer eine Legende des Mitgefühls. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.